Drake sein Duft Iceman. Nein, natürlich nicht. Summerming heißt er, aber das ist Drake sein Duft. Drake ist in aller Munde aktuell, bricht Rekorde mit seinem Album Iceman und 2 anderen Alben noch und so weiter, aber er bricht ja immer Rekorde. Aber offiziell ist dieser Duft Summerming in Deutschland erhältlich tatsächlich. Vor Kurzem oder seitdem er raus ist, gab es den nur in USA, Kanada, whatever. Auf jeden Fall jetzt auch in Deutschland bei, ich will jetzt keine Werbung machen, müsst ihr mal ja gucken. Es gibt noch eine Parfümerie und ein großer Name, der von Anfang an dabei war. So, da gibt es diesen Duft, das sind 100 ml. Es gibt den in 3 Versionen, glaube ich, in 30, 60 und 100, wenn ich mich nicht ganz täusche. Plus ein extra, wo der mit der ja, so draufsteht in so 'n Magnetding. Den wollte ich jetzt nicht haben, weil das nimmt auch wieder Platz weg. 100 ml, hier ist die OVP, reichen, komplett aus. Und ja, ihr kennt ja, Drake. Ja, bevor wir reingehen, mein Name ist Dennis, aka Freienstoff aus Hamburg natürlich. Vergesst mich nicht zu abonnieren, falls ihr's noch nicht gemacht haben solltet. Yes! Ihr kennt ja Drake. Also der Mann steht für Luxus, für Bling Bling und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, sagen wir mal so, ist dieser Duft nice. Aber er ist gleich vorweg sehr anschmiegsam, leicht, aber dennoch da und sexy. Wirklich genial, muss man sagen. Also er passt wirklich, ja, das ist ein sogenannter F. Duft, ne? Weil das ist sehr sexy erot, wenn ihr eine verführen wollt und so weiter. Es ist ein Moschusduft, ein süßlicher Moschusduft. Bei Parfumo wird ein Ultramail Ultramail angegeben. Nein, in meiner Nase überhaupt nicht. Komplett weg davon. Ne, nicht ansatzweise. Er ist sehr feminin am Anfang, das muss man schon sagen. Das ändert sich hinten heraus, aber er bleibt grundsätzlich, trotzdem süß und auch 'n bisschen feminin, aber das macht's einfach so ja, er ist sehr sexy, ein sehr sinnlich sexier Duft, den ihr auf'm Date auf jeden Fall und im Bett auf jeden Fall benutzen könnt und solltet eventuell so. Drake weiß schon, wie er das macht und Zitronenfrüchte sind hier drin, dann ist, Salbei drin. Es ist allgemein, wie soll ich das sagen? Ich habe den Duft schon mal ähnlich gerochen, aber eben nicht in Ultramehl, das nicht. Gewürze sind drin, es ist was Blumenmäßiges, drin, Rosenöl und egal, was eigentlich auch noch überhaupt drin ist, Vetiver, aber Vetiver rieche ich nicht wirklich raus. Moschus schon grundsätzlich. Es ist ein Moschusduft von Allerfeinsten, aber eben mit sehr würzigen, süßlichen Noten und das Rosenöl in Endeffekt Öl passt richtig, ja, wie die Faust aufs Auge. Ein schönes Teil, muss man sagen. Was mich 'n bisschen stört, ist das hier. Beim Sprühen habt ihr immer hier unten was drauf. Da seht ihr übrigens könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, da ist unten auch Drake, da wo das feucht ist, wo es dann immer hinsprüht oder spritzt, aber wir wollen jetzt nicht weiter eingehen auf so was. Da steht Drake Unterschrift und da über der Name des Duftes und der Sprüher, ja, ich mache das jetzt mal ist nicht wirklich nice, sagen wir mal so, aber der Duft umso mehr. Der Preis ist natürlich für 100 ml 135 € stabil. Ihr würdet dann anfangen sagen: „Ja, aber das ist ja gar kein starker Duft und bla bla bla.“ Dann kommt immer dieses Gesülze wieder. Aber ich sage euch eins, es ist, wie soll ich sagen, ihr werdet den lieben lernen, weil der ist so wirklich sexy. Einer der wirklich erotischsten Düfte, die ich hier habe, wenn man sich das so 'n bisschen vorstellt. Es ist so dieses Moschus und wie gesagt, die Gewürze, dieses Rosenöl, ähm, dieses Salbei ein bisschen, das macht's schon wirklich aus. Muscatella-Salbei jetzt, ne? Also, jetzt stellt euch nicht richtig Salbei vor, das jetzt nicht. Der hat eine DNA, die ich so in meiner Sammlung noch nicht habe. Den Duft habe ich schon mal oder so eine Art wirklich DNA habe ich schon mal gerochen, aber das ist in den 90ern gewesen, also für euch meistens, unwichtig dementsprechend. Aber der Duft an sich ein schönes, Teil, muss man schon, sagen. Auf jeden Fall
Ich habe es nicht bereut. Da gehen erstmal Grüße raus an den Timo, der gesagt hat: „Nun hol ihn dir doch endlich mal“, weil ich ja auch Drake höre und so weiter. Dementsprechend habe ich gesagt: „Ja, okay, dann muss ich das ja mal machen.“ Und dann habe ich's gemacht und er hatte so 'n bisschen Angst, dass er mir nicht gefällt, aber doch, er gefällt mir und ich bin sogar schwer angetan. Ich habe heute Morgen habe ich den Duft, also an den Tag jetzt im Video, heute Morgen waren, 14 Grad sonnig, vorigen Tag war sehr heiß, aber dann diese kühlen den Sommer, die Sonne und so weiter und dann dieser Duft passt wie die Faust aufs Auge, richtig sexy, auch wenn's bisschen wärmer wird. Und, ja, aber er ist ein sehr genialer Duft. Wenn wir zur Haltbarkeit und Sillage kommen, da ist er jetzt nicht so stark, aber ich muss oder, vielleicht ist er sogar 'n bisschen schwächer bei manchen und schwach, aber ich muss sagen, jetzt könnte man natürlich sagen, aber für den Preis erwarte ich was anderes. Ja, das sind aber die Leute, dann nur natürlich zählt das immer, versteht mich nicht immer falsch. Das zählt schon 'n bisschen mit, klar, aber hauptsächlich ist auch der Duft. Früher hat kein Mensch danach gekräht wegen der Haltbarkeit. So, und dieser Duft, sage ich euch eins, wäre das Bismut, wäre es auf einer Hinsicht geil. Ja, geiler Duft, Bismut, jeder kriegt den mit. Aber der Duft ist und soll, das ist kein Partyduft, obwohl's 'n Drake-Duft ist. Aber das Ding ist, er will erst mal mit dem Duft, da kommt ja noch einer, er will jetzt erst mal mit den, sage ich mal, dahin, so 'n erotischen, wenn du mit deiner Frau, whatever, und da ist er einfach perfekt. Und wenn der übergedreht ist, dieser Duft, dann kommt das wieder nicht so gut. Dann würde man diesen Duft auch meines Erachtens versauen. So, das ist wie gesagt die OVP, man kann nichts sehen, auch gut. Ich habe bald die neue Kamera mal da, aber ist eben so, ist auch alles in Ordnung, alles bisschen, ne, jammern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall anstörend ist einfach nur dieses, kaum rauskriegen oder schwer, aber das ist egal. Trotzdem ist es 'n runder Flakon, kann man da so hinstellen und dementsprechend war das Summer Mink. Ja, also, das ist schon, der legt sich um euch herum, um euren Hals wie so 'n, ja, Tierfell, leichtes Tierfell, Summer Mink eben. Und dementsprechend, passt es wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ich bin froh, noch mal danke an Timo, dass ich mir den dann doch noch mal geholt habe und im Endeffekt, dass er nach Deutschland gekommen ist, weil mit Einfuhr aus Österreich sage ich schon, aus Kanada oder aus Amerika, das ist dann alles da erst mal wartet man lange und dann kommt der Zoll und all so 'n Blödsinn. Das hast du hier nicht. Dementsprechend schaut im Internet. Für die Leute, die nicht wissen, wo soll ich schauen? Ich kriege so viele Nachrichten heute manchmal. Es ist gefährlich irgendwie. Ich würde sagen, ihr gebt bei Google einfach Zammermink ein, den Namen, und dann wird der schon bestimmt angezeigt. Das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint. Leute, ich kriege wirklich Nachrichten: „Wo finde ich den? Wie finde ich den?“ Ja, lassen wir es einfach wirken und so stehen. Summerming, erotisch, sexy, Drake, und er ist in aller Munde und so ist auch dieser Duft. Ich finde ihn richtig gut, nicht weil ich Drake höre, nein, ganz bestimmt nicht. Wenn der Kacke wäre, würde ich sagen, Haltbarkeit stört mich null. Gut, ich kann auch da drauf verzichten. Natürlich, ich liebe es auch stark, aber Fakt ist, ich sage mal so, ich finde den einfach perfekt abgestimmt. Weil, wie gesagt, das ist ein Duft fürs Bett, zum Verführen und fürs Date und zum Essen so, wo du dicht dran bist. Mehr ist das nicht. So soll es auch sein. Aber wenn ihr den erst mal zu schätzen, wie sagt man, liebt, ne, das war falsch wahrscheinlich, testet den bitte. Er ist genial. Preislich, wie gesagt, holt euch nur die 30er, das reicht vollkommen aus. Aber, 60 zum Beispiel auch, aber 60 kosten 87 €. Da habe ich mir gedacht: „Okay, aber 100, ne, 50, glaube ich, ne? Oder ne, 30. Sorry, es gibt nur 30. Also 30, es gibt 10, 30 und 100. Und da habe ich mir gedacht: „Ne, dann hole ich mir 100, weil das macht ja keinen Sinn“, und so weiter und so fort. Ja, schreibt mal runter, kennt ihr den Duft? Wie findet ihr den? Hältet ihr genau, meine Fresse, Dog, Alter. Findet ihr ihn genauso sexy wie ich? Und also, ich finde ihn gut. Und das ist nicht so 'n typischer, „Ja, jetzt hat er's wieder ein VIP rausgebracht.“ Nein, stark, finde ich richtig gut. Richtig erotisch, sexy, geil. Ja, so muss das sein. Also, Freunde, übrigens allerdings, was erotisch, sexy, geil angeht, meine Frau mag ihn nicht.
So ist das eben, ne? Ja, was soll ich machen? Ist aber so, aber ich trage ihn trotzdem, weil ich ihn geil finde. Ich finde ihn geil. Er ist sexy, absolut erotisch nice. Ich habe schon erwähnt, ne? Sexy, erotisch nice. Ja, testet ihn. Summer Mink, sein und Drake, sein Duft. Iceman. Iceman kommt natürlich nur von mir, der heißt nicht Iceman, ne? Für die Leute. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.